Hello and willkommen. This is the German version of my visual podcast about Gander Airport. I saw a fascinating ZDF documentary on Curiosity Stream about Gander Airport, and then I found the German version on YouTube. It's called Der Flughafen am Ende der Welt, the airport at the end of the world, or in better English, the airport in the middle of nowhere. And it was directed by Roland May. I just found the story so compelling, I wanted to tell the story in my own words, in English and in German. I'm very interested in Cold War history and the division of Germany. And in the story we learn how an East German couple, on their way back home from Cuba, got off the Interflug plane in Gander, entered the departure lounge and never returned to the plane or their homeland. So, here's the German version. Please check out the subtitles in the lower right. Don't forget to like the video, subscribe to the channel and click the bell icon for notifications. Dankeschön. Warum wurde der einst größte Flughafen der Welt mitten in einer Wildnis gebaut? Die Antwort ist ganz einfach. Gander International Airport befindet sich auf der Insel Neufundland im Nordosten von Kanada. Der Flughafen wurde in den 30er Jahren nördlich des Gander Lake gebaut, ungefähr 60 Kilometer westlich der Küste, die oft in Nebel liegt. Dort gab es auch eine Eisenbahnlinie. Die Reichweite der damaligen Maschinen war für Direktflüge zwischen Europa und Nordamerika nicht genug. Sie mussten einen Zwischenstopp einlegen und auftanken. Gander und auch der irische Flughafen Shannon wurden zu wichtigen Sprungbrett über den Atlantik. Beide Flughäfen liegen auf der Route zwischen Nordwesteuropa und Nordostamerika. Es war die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Kontinenten. Die Bauarbeiten begannen im Juni 1936. Damals war Neufundland ein selbstverwaltetes britisches Dominion. Die Stadt Gander entstand als Wohnort für die Bauleute und die Flughafenmitarbeiter. Das erste Flugzeug landete am 11. Januar 1938. Im November des gleichen Jahres wurde der Betrieb aufgenommen. 4 gepflasterte Flugpisten wurden gebaut. Die längste mit Namen 0321 mit einer Länge von 10.200 Fuß oder 3.109 Metern. Gander wurde schnell nach seiner Eröffnung zum größten Flughafen der Welt. Im Zweiten Weltkrieg war die Station Gander der Royal Canadian Air Force von großer strategischer Bedeutung. Am 10. November 1940 flogen 7 amerikanische Militärflugzeuge einen Testflug von Gander nach Belfast. Alle 7 Flugzeuge landeten dort ohne Probleme. Danach flogen mehr als 20.000 Kampfflugzeuge von den USA mit einem Tankstopp in Gander nach Europa. Nachschub wurde nach Großbritannien und an die europäische Front gebracht. Ungefähr 20.000 Menschen der US Air Force lebten rund um die Flugbasis. Nach dem Krieg wurden die Lokalbehörden für den Flughafen wieder zuständig. Es dauerte nicht lange, bis der zivile Flugverkehr aufgenommen wurde. Damals war das Fliegen riskant. Die strengen Sicherheitsstandards von heute gab es nicht. Trotz der Risiken wollten immer mehr Leute fliegen. Bald machten die großen Propellermaschinen von BOAC, Pan Am und TWA den Flug über den Atlantik. Damals konnte die Reise von London nach New York bis zu 18 Stunden dauern. Gander wurde zum Knotenpunkt der kommerziellen Luftfahrt. Crossroads of the World. Kreuzung der Welt war der Slogan. In den 50er Jahren
landeten und starteten jährlich am Flughafen Gander 13.000 Flugzeuge bzw. 250.000 Passagiere. Die Fluggäste waren zu dieser Zeit oft privilegierte Filmstars und führende Politiker. In den Boomjahren kamen die Schönen und Berühmten in die improvisierte Abflughalle, tranken Cocktails und wurden fotografiert. Clark Gable, Marilyn Monroe, John Wayne, Elizabeth Taylor und Winston Churchill waren Besucher in Gander. Am 29. Juni 1959 wurde ein neues Terminal von der Queen eröffnet. Aber die Boomjahre sollten bald enden. Die DC-4, Stratocruiser und Constellations der 40er und 50er Jahre wurden schnell überholt. Die Boeing 707 revolutionierte den transatlantischen Flugverkehr. Diese Düsenmaschine hatte eine Reichweite von 8000 Kilometern und konnte den Atlantik direkt von London nach New York in nur 8 Stunden zurücklegen. So nahm das Verkehrsaufkommen von Gander in den 60er Jahren schnell ab. Aber der Flughafen war für militärische Zwecke noch wichtig. 1964 wurde Jack James Geschäftsführer des Flughafens. Nicht nur arbeitete er hier, er wohnte hier. Der Flughafen war sein Leben. Er widmete sich dem kommerziellen Erfolg von Gander. In den späten 60er Jahren zielte er auf die Ostblockstaaten. Ihre Tupoljevs und Ilyushins verbrauchten zu viel Treibstoff für längere Flüge. Sie flogen regelmäßig zum kommunistischen Kuba hin und zurück. Die Flugzeuge der Aeroflot und der DDR-Fluggesellschaft Interflug wurden zu regelmäßigen Besuchern in Gander. Aeroflot kam mit ungefähr 60 Flügen pro Woche. Die Crews wurden in Gander stationiert. Die Ostblock Airlines eröffneten Büros am Flughafen oder in Gander. Ostblock-Staatschefs wie Brezhnev und Honecker wurden vom Flughafendirektor persönlich begrüßt. Fidel Castro erlebte in Gander sein erstes Winterwunderland, als er als Gast der Flughafendirektion im Schnee auf einem Schlitten rodelte. Die kommunistischen Machthaber waren die neuen Privilegierten am Flughafen, aber ihre Untertanen sahen hier eine Fluchtmöglichkeit. Nach dem Landen kamen die Passagiere immer ins Terminal, während das Flugzeug aufgetankt wurde. Der Warteraum gehörte offiziell nicht zu Kanada, aber wenn ein Reisender in Kanada bleiben wollte, war es möglich. Man konnte zu einem Mitglied des Sicherheitspersonals gehen und einfach die Worte "Save me" sagen. Das bedeutete, dass die Person um politisches Asyl bitten wollte. Ab diesem Moment wurden sie von den kanadischen Behörden übernommen. Die Sicherheitspolizisten des jeweiligen kommunistischen Landes konnten nichts tun. Im Dokumentarfilm Gander, der Flughafen am Ende der Welt von Roland May, erzählt Wolfgang Jörn aus Neubukow in der DDR, wie er und seine damalige Freundin von Berlin-Schönefeld nach Kuba flogen. Sie hatten sich aber schon vorher entschieden, nicht mehr in ihre sozialistische Heimat zurückzukehren. Er beschreibt, wie er auf dem Rückweg aus der Interflugmaschine in Gander ausstieg und in den Wartesaal kam. Er hatte seine Tasche vom Flugzeug mitgebracht. Seine Freundin ging zum Sicherheitsbeamten und sagte, "Save me." Glücklicherweise waren er und seine Freundin erfolgreich. Er lebt noch in der Nähe von Toronto und im Jahr 2018 ging er zum ersten Mal seit 30 Jahren zu seiner Heimatstadt zurück. Als am Anfang der 90er Jahre das Ende des Kommunismus kam, mussten die Ostblock Airlines ihre Büros schließen. Es war für die Mitarbeiter auf beiden Seiten eine traurige Zeit. Das Flugzeug ist das sicherste Transportmittel, das wissen wir schon. Das letzte schwere Flugzeugunglück in der Nähe von Gander ereignete sich in den 1980er Jahren.
Eine gecharterte Douglas DC-8 der Arrow Air machte am 12. Dezember 1985 einen Tankstopp in Gander. Sie brachte US-Soldaten der Sinai-Friedenstruppe nach Fort Campbell, Kentucky. Nach dem Start kam es zu einem Strömungsabriss und das Flugzeug stürzte ab. Alle 256 Menschen an Bord kamen ums Leben. Vermutliche Ursache: Eis auf den Tragflächen. Es gab 2 andere schwere Flugzeugunglücke in der Nähe von Gander. Eine tschechoslowakische Il-18 im Jahre 1968 und eine DC-4 der Sabena 1946. In den 1990er Jahren kamen immer weniger internationale Airlines zum Flughafen Gander. Seine Zukunft schien unsicher, bis im Nordosten der USA eine unvorstellbare Tragödie eine Krise auslöste. Am 11. September 2001 wurden nach den Terroranschlägen 39 Flugzeuge nach Gander umgeleitet. 6.122 Fluggäste und 473 Crewmitglieder waren dort gestrandet und mussten viele Stunden im Flugzeug warten. Dann wurden die Passagiere von den ungefähr 10.000 Bewohnern der Stadt Gander aufgenommen. Sie wurden wie Familienmitglieder behandelt. Die Gäste und ihre Gastgeber wurden zu engen Freunden. Als es Zeit war, weiterzufliegen, nahmen viele mit Tränen Abschied. Als Würdigung dazu nannte die Lufthansa 2002 ihren neuen Airbus A340 Gander Halifax. Heutzutage landen nicht viele Flugzeuge in Gander. Aber 10.000 Meter in der Höhe überfliegen an einem normalen Tag etwa 1.500 Flugzeuge Neufundland. Das Kontrollzentrum der kanadischen Flugsicherung für Kanada und den Nordatlantik, NAV Canada, befindet sich nicht weit vom Flughafen und ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Gander International Airport ist heute ein Flughafen für kleine Passagierflugzeuge, Privatjets, für einige regionale Airlines, für Frachtflugzeuge und Militärmaschinen. Es befindet sich hier eine wichtige Flugschule, Gander Flight Training. Sie geht auf das Jahr 1992 zurück, als der Gründer Patrick White eine Cessna 150 kaufte und als Flugtrainer begann. Heute bietet die Schule eine breite Palette von Flugkursen. Studenten kommen aus Kanada und aus dem Ausland, um hier ihre Pilotenausbildung zu machen. Mit seiner langen Tradition im Luftverkehr beweist Gander seine Leidenschaft für das Fliegen. Die Menschen hier sind vom Flugzeugen und vom Fliegen fasziniert. Das macht Gander zu einem idealen Ort für Flugtraining. Neufundland ist ein kalter und manchmal nasser Ort mit Schnee, Eis und Wind. Viele Leute weltweit sagen, wenn man hier das Fliegen lernt, kann man überall auf der Welt fliegen. Aber der Flughafen Gander hat, wie sein Schwesterflughafen Shannon, auch eine wichtige Rolle als Notlandeplatz für Flugzeuge, die über dem Atlantik in Schwierigkeiten geraten. Das Coronavirus brachte 2020 neue Herausforderungen für Gander und alle anderen Flughäfen. Gander International Airport hat in der Vergangenheit schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Hoffentlich bleibt die Existenz dieses historischen Flughafens auch in der Zukunft sicher. Ich habe das Flugzeug beim Landen hier am Ende der Flugpiste aufgenommen mit meinem Roland Edirol Digitalrekorder. Ich habe ihn 2006 gekauft und er funktioniert immer noch sehr gut. Ich fand den Dokumentarfilm über Gander wirklich faszinierend.
Ich würde sehr gern nach Gander fliegen und in der schönen Abflughalle sitzen, aber im Moment ist es schwierig. Ryanair fliegt nicht dorthin, also müsste ich mit Air Transat nach Toronto und dann mit Air Canada nach Gander fliegen. Flugzeit mindestens 12 Stunden. Wie bei allen Videopodcasts gibt es ein PDF für meine Studenten mit dem Skript in 2 Sprachen sowie Vokabeln und Übungen. Bitte unterstützen Sie meine Kreativität. Bitte liken Sie dieses Video, abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie die Glocke-Ikone, um Benachrichtigungen zu bekommen. Also vielen Dank und bis bald.